zurück hier bei F&M TV. Ja, es geht schon weiter, zweiter Teil unserer neuen Videoreihe hier, X zurück, speziell jetzt mal die neue Generation, strategische Fehler vermeiden, im Vorfeld auch irgendwo mitunter erkennen, verstehen auch irgendwo, was da irgendwo falsch gelaufen ist, wie da der Mechanismus dahinter da beschaffen ist oder welches Gesetz man vielleicht auch übertreten hat, was einem zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst oder bekannt gewesen ist. Unser Thema heute umfasst einmal diesen schönen Bereich, mit dem es immer anfangen sollte. Leute, alles hat irgendwo einen Anfang. Und der Anfang hier lautet der Masterplan. Es ist unglaublich, es ist erstaunlich und ich bewundere auch die Courage mancher Intelligenzen da draußen, die eiskalt hergehen. Wirklich eiskalt schon. Das ist Unwissenheit, natürlich, aber dazu komme ich gleich nochmal. Die eiskalt hergehen und mich da fragen, ja du, meine Ex ist weg, wir waren 4 Jahre zusammen und hat gesagt, sie hat keine Gefühle mehr oder irgendwas anderes ist es dann gewesen und hast du nicht irgendeinen Tipp für mich? Den Leuten ist anscheinend in der Situation, was heißt anscheinend, ich meine, ich weiß es ja, nicht bewusst, dass mit einem kleinen Tipp ihr Problem noch lange nicht aus der Welt geschafft ist. Das ist das Hauptproblem. Da geht schon mal der Denkfehler, geht das schon einmal los. Mit einem Tipp ist das noch lange nicht erledigt. Es war ja auch kein Funke oder kein Tipp da, der überhaupt zur Trennung geführt hat. Da fanden Prozesse ganz einfach statt. Und wenn so ein Prozess ganz einfach irgendwann abläuft, du musst mal überlegen, der Partner oder die Partnerin, sei denn Ausnahme ist Affekt, aber Trennung und Affekt, aber es ist eine andere Story mit anderem Background auch teilweise dahinter. Der Partner oder die Partnerin, das geht ja teilweise bei denen schon Tage oder Wochen, bei vielen sogar Monaten so, dass die nicht mehr glücklich sind. Dass die ganz einfach irgendwo und dass sie sich nicht wohlfühlen, ganz einfach in deiner Nähe, als Mann oder als Frau. Und dementsprechend natürlich hier ein riesengroßes Potenzial, ein riesengroßes Investment an Emotionen, an Kraft, an Mut auch aufbringen, zumindest bei den meisten so, ja, hier die Trennung dann auszusprechen. Das ist klar. Ja, und Angst irgendwo, flippt mal aus. Und etliche, die kriegen diesen Mut noch nicht mal auf die Reihe. Da gibt es Menschen da draußen, die für ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, hier Schluss zu machen. Es gibt ein Business dafür und das Geschäft läuft gut. Unglaublich. Das ist angelehnt hier auch an diesem Film mit da, der Schlussmacher da mit diesem Matthias Schweighöfer, glaube ich heißt der. Und ja, es gibt tatsächlich einen Job, da wo einer dahin geht und für solche, ich sage mal in Anführungsstrichen, Feiglinge, für die ganz einfach Schluss macht. Ja, und da ist praktisch eine riesen Energie da. Und wie kommt man da drauf? Diese Energie, die kommt ja von einem Prozess her. Wie kommt man da drauf, dass das mit einem Tipp dann erledigt ist? Blödsinn ist das. Und es gibt keine schnellen Tipps für die schnelle Hilfe. Die hat es noch nie gegeben, die gibt es nicht und die wird es auch nie geben. So wahr ich hier stehe und so wahr wie du mir gerade zusiehst. Kannst dich darauf verlassen. Ja, und dementsprechend natürlich auch, du brauchst auf jeden Fall einen Masterplan. Du brauchst eine Vorgehensweise, musst dir selber mal Gedanken machen und realistisch bleiben natürlich. Was ist möglich, was nicht? Was habe ich falsch gemacht, was nicht? Wie komme ich da wieder rein, wie nicht? Das brauchst du, damit musst du dich auseinandersetzen. Weil hier schnell und husch, das hat noch nie funktioniert. Und da gibt es auch Leute da draußen, die sagen, oh Mädchen, deine Videos und deine Artikel, die sind alle immer so lange. Ja, ich bevorzuge auch kein Klientel, dass deren Aufmerksamkeitsspanne nicht länger wie 3 Minuten geht. Ja, und das habe ich auch schon gesagt. Playlist auch hier in Sachen X zurück. Und man muss sich mal überlegen, wer natürlich so denkt und glaubt, die schnelle Lösung hier irgendwo finden zu müssen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat Mutter Natur auch in Sachen Attraction und Afflection ganz einfach Gesetze mit auf den Weg gebracht. Das sagt nicht ich, das ist nicht persönlich oder böse gemeint, um Gottes Namen. Ich sage das ja noch nicht einmal. Ich sage nur, wer so blöd ist, dem gehört es gar nicht anders. Und das hat auch nicht Darwin gesagt. Darwin ist vor über 100 Jahren mal über diese Gesetze drüber gestolpert. Das sind die Gesetze von Mutter Natur. Hier Partnerschaft, Sexualität, dass da hier im Unterbewusstsein diese Attraction ganz einfach runtergefahren wird für die oder den jeweils Betreffenden. Und wenn du natürlich nur nach einem Tipp oder nach einer schnellen Lösung suchst, dann ist das übrigens der beste Weg dazu und das auch eine Erklärung, warum es bei vielen Leuten ganz einfach scheitert. Und ich habe das immer wieder gehabt. Aktuell habe ich zum Beispiel auch so eine Story, ich betreue im Durchschnitt immer so 20, 25 Klienten im Monat.
Und ich habe da immer so ein Sorgenkind auch mit dabei. Aktuell habe ich so ein Sorgenkind auch dabei, wo ich ganz einfach gesagt habe, wo der nicht warten konnte, wo auf immer einfach einen Scheiß nach dem anderen gebaut hat. Und das ist nicht mehr Unwissenheit. Das ist auch nicht mehr Fahrlässigkeit, wie bei den meisten. Das ist schon Blödheit, wenn man es weiß und man macht es trotzdem andersherum. Obwohl man da schon mehrfach die Erfahrung gemacht hat, dass man den anderen eigentlich nur wegtreibt mit dieser Verhaltensweise und nicht auf einen zu. Ja, und dementsprechend natürlich sage ich dann, ich sag's ihm auch noch. Du, pass auf, wir gehen jetzt einmal 4-5 Tage auf Defense. In dieser Zeit, ich hau dir einen Leitfaden raus für eine kontrollierte, zufällige Begegnung und die besprechen wir dann. Mich interessiert jetzt nur, ob in den nächsten 2 Tagen noch irgendeine Message oder irgendein Anrufversuch von ihr kommt. Kaum die Idee ausgesprochen von einer zufälligen Begegnung, was macht er? Er fährt am nächsten Tag schon los und fängt sie von der Arbeitsstelle ab. Eine plakative Verhaltensweise gibt es auch gar nicht. Vermeide plakative Verhaltensweisen. Ich blende es unten in der Videobeschreibung ein. Ein Video aus der Ex-Zurück-Reihe, brandwichtige Info, sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Ja, und es war doch klar, dass die doch komplett dass sie sich gestalkt, ja sogar bedroht von ihm fühlt. Ja, das ist natürlich unkontrolliert gewesen, unkontrolliert zufällige Begegnung, beschissen vorbereitet, gar nicht vorbereitet und auch so nicht abgesprochen und war auch so gar nicht vereinbart. Und da habe ich ihn auch gefragt, sag mal, was hat dich denn da überhaupt geritten? Ja, ich wollte, habe ich nicht gesagt halt dann. Was wolltest du erreichen? Was wolltest du sagen? Was solltest du machen? Was solltest du tun? Ich weiß nicht, ich wollte sie halt ansprechen und mit dir ganz einfach ein bisschen reden. Ja, und dann? Ja, einfach mit dir so reden. Ja, und dann weiter. Wie geht's dann weiter? Wie geht's weiter mit Treffen? Wie geht's weiter, hier wieder Intercourse hier aufzubauen, Kommunikation, hier wieder Gefühl, Attraction aufbauen, Sicherheitsnetz hier geben, Reflection und so weiter. Wie? Ja, weiß ja nicht. Aha. Aber du rumpelst da raus und fängst sie von der Arbeit ab. Das ist es. Das ist also dein Masterplan, oder was? So sieht dein Masterplan aus. Freunde, ihr braucht einen Masterplan. Persönlichkeitsentwicklung, zurück, alles was irgendwo eine Entwicklungsphase ist, auch Beziehungen. Wenn ein Auto neu gebaut wird, ein Gebäude irgendwo gebaut wird, wenn ein Arzt eine Therapie irgendwo macht, sei es bei Krebs oder irgendwas Psychologisches, alles hat einen Plan. Erstellt für euch einen Masterplan und damit fängt ihr an. Ich hier zum Beispiel, jedes Mal wenn ich einen Einsatz in Sachen Partnerrückführung hier starte, ich mache mir einen Persönlichkeitsplan für den jeweiligen Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Das macht nicht viel Sinn, wenn der nur alles nachbabbelt und nichts dahinter versteht und nach 4 Monaten telefonieren wir wegen ein und demselben Problem nochmal miteinander. Dann an diesem emotionalen Loslassen natürlich auch. Weil viele Leute, die bei mir ankommen und nächste Woche sich ein Date mit der Ex versprechen, die sind gar nicht so weit. Die haben schon verloren, bevor sie da überhaupt aufkreuzen. Das blende ich auch ein. Kongruenztests bei Ex zurück. Sau in dieser Playlist damit halten, blende ich auch mit unten ein. Da bekommen Sie so einen Test ab, fallen voll drauf rein und wundern sich dann, warum der Partner, die Partnerin sich hier dann wieder weiter distanziert. Das ist auch so eine ganz wichtige Geschichte. Und hier brauchst du einen Masterplan, ich gehe dann rüber auch, weil gerade dieses emotionale Loslassen, das ist einfach hart. Du bist ganz einfach fertig mit der Welt. Ist doch klar. Und so brauchst du da nicht aufkreuzen. Hier, Treffen mit Ex und solche Scherze. Das brauchst du nicht machen, nicht in der Verfassung. Das riecht der andere doch. Und dementsprechend natürlich auch den taktischen Bereich ausarbeiten. Wo ich mir dann auch noch Gedanken mache, je nach Chancenlage und je nach Spielraum über einen Plan B und über einen Plan C. Letzten Endes, wenn du hier definitiv nicht weißt, warum du seit 12, 14, 16, 18, 22 Wochen hier Ex zurückbetreibst und immer noch keinen Meter weiter vorwärts gekommen bist, dann wird es damit zu tun haben, dass du noch nie wirklich einen Plan hattest, wie diese Reise überhaupt auszusehen hat. In diesem Sinne.